Ja, hallo, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute haben wir die Apple Watch Ultra auf dem Tisch und zwar den Test zu der Apple Watch Ultra. Ich habe die Uhr doch jetzt sehr lange getestet, so knapp 3 Monate und möchte einfach hier so ein bisschen meine Erfahrung wiedergeben. Die Apple Watch Ultra ist nur mit iOS 16 kompatibel, das heißt, ihr müsst sowohl ein iPhone besitzen, es ist nämlich ein Android-Gerät jetzt nicht möglich, das Ganze zu nutzen, aber auch das iOS 16. Das ist soweit interessant, da iOS 16 nur ab dem iPhone 8 funktioniert. Das heißt also, wenn ihr ein iPhone habt, das unter der 8er Generation ist, könnt ihr entsprechend die Apple Watch Ultra auch nicht nutzen. Wenn wir zur Uhr selber kommen, die Uhr hat eine Größe von 49 mm bzw. eine Breite von 44 mm und die Tiefe ist 14,4 mm. Das heißt also, die Uhr selber ist jetzt nicht so wirklich klein und dezent. Sie ist schon etwas, ja, trägt schon etwas mehr auf und da müsst ihr einfach schauen, dass es hier entsprechend an eurem Handgelenk passt. Ich habe jetzt einen Handgelenksumfang von knapp etwa 17 cm und da passt es ja doch ideal, beziehungsweise geht gerade noch, aber schmalere Handgelenke, da müsst ihr euch überlegen, ob das dann bei euch passt. Ausgeliefert wird die Uhr in 3 verschiedenen Armbandvarianten, das heißt also, ihr könnt euch für eine Variante entscheiden. Es gibt hier einmal das Alpine Loop, das ist das auch, was ich hier aktuell trage, beziehungsweise dann auch noch das Ocean Armband, das ist ein etwas festeres Silikonarmband und zu guter Letzt noch das Trail Loop Armband. Ich habe mich persönlich für das Alpine Loop Armband, hier in dem Fall Polarstern, entschieden gehabt. Ich bereue so ein bisschen die Entscheidung, hier Polarstern genommen zu haben, weil das Armband nach kurzer Zeit auch wirklich sehr verschmutzt aussah und ich persönlich habe jetzt eigentlich nur einen Bürojob und bin ab und zu mit laufen gegangen, also das heißt, ich habe jetzt nicht mehr irgendwelche Arbeiten gemacht, was jetzt hier das Armband sehr strapazieren würde und dennoch ist es schon wirklich sehr verschmutzt und kann es nach 3-4 Wochen hier schon reinigen. Das Gehäuse selbst ist ein robustes Titangehäuse, beziehungsweise das Display wird hier auch durch Saphirglas geschützt. Das bedeutet auch, dass hier, wenn ihr irgendwo anstoßt, nicht gleich ein Kratzer im Display ist. Ebenfalls ist die Uhr auch nach dem IP6X Standard geschützt, das heißt auch hier das Ganze wasserdicht bzw. staubgeschützt, als auch nach dem MIL STD 810H Standard getestet worden. Ich persönlich habe die Uhr jetzt ja wie gesagt täglich getragen, so weiß jetzt beim Holzregal einräumen, also das Holz einräumen, beziehungsweise auch im Gartenarbeiten, aber auch natürlich beim Büro oder auch bei Workouts und ich habe bis jetzt keinen einzigen Kratzer oder irgendwelche anderen Beschädigungen an der Uhr vorliegen. Die Apple Watch Ultra ist auch bis 100 Meter wasserdicht. Apple selber empfiehlt aber hier eine Tauchtiefe von bis zu 40 Metern. Es ist auch so, wenn ihr jetzt hier mit Wasser in Kontakt kommt, dass hier automatisch die Wasser-App oder beziehungsweise die Tauch-App aktiviert wird. Neuerdings kommt jetzt auch hinzu, dass die App Oceanic Plus im App Store zur Verfügung steht. Das war jetzt die ganze Zeit nicht so gewesen. Das ist eine spezielle App, die nochmal eure Apple Watch Ultra zu einer Tauchuhr umfunktionieren soll. Und hier ist es aber so, dass ihr dann das Ganze hier mit einem Abo-Modell abschließen müsst. Das heißt also, ihr könnt sowohl ein Tagesabo machen, als auch ein Monatsabo, aber auch ein Jahresabo. Ich selber bin jetzt aber kein Taucher und kann natürlich jetzt hier das Ganze nicht testen und sagen, ob das hier ein vollwertiger Tauchcomputer ist. Falls du das Ganze schon mal genutzt hast, schreib es doch mal gerne in die Kommentare, auch gerne deine Erfahrung, was das Thema Tauchen mit der Apple Watch Ultra angeht. Was die Sensorik angeht, so haben wir hier ein EKG-Messgerät verbaut, beziehungsweise ist es die Möglichkeit, hier ein EKG zu messen, aber auch Sauerstoffsättigung als auch ein 24/7 Herzfrequenzsensor ist ebenfalls hier vorhanden. Hinzu kommt noch, dass wir dann auch einen barometrischen Höhenmesser haben, um hier entsprechend Höhen zu messen. Ebenfalls ist dann auch noch ein Bluetooth-Chip verbaut, wo ihr dann entsprechend hier zum Beispiel einen Brustgurt verbinden könnt, aber auch hier eure AirPods oder auch dann den Stride Footpod, falls ihr hier entsprechend Stride habt. Was natürlich dann hier auch noch nicht fehlen darf, ist WLAN und jede Apple Watch Ultra, es gibt überhaupt keinen Unterschied, hat dann auch eine LTE-Unterstützung, die ihr dann nutzen könnt und das Besondere hier an der LTE-Version ist auch, dass das Ganze hier im internationalen Roaming genutzt werden kann. Und da muss ich auch wirklich sagen, das LTE hier bei der Apple Watch Ultra funktioniert wirklich hervorragend. Ich habe in allen Bereichen hier immer guten Empfang gehabt und konnte das Ganze wirklich sehr, sehr gut nutzen. Ebenfalls ist dann auch die Telefonqualität hier wirklich sehr gut. Also das heißt, wenn ihr jetzt hier mit jemandem telefoniert, merkt ihr fast keinen Unterschied, ob ihr das Ganze im Handy telefoniert oder auch dann hier mit der Apple Watch Ultra. Ebenfalls haben wir hier auch wieder ein hervorragendes Display verbaut. Das Display hat eine Auflösung von 410 x 502 Pixel und kann bis zu 2000 Nits Helligkeit wiedergeben. Das Display selbst ist wirklich gestochen scharf, ist wirklich sehr gut ablesbar und es gehört auch tatsächlich zu einer der besten Displays auf dem Markt. Ebenfalls macht das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung hier keine Probleme. Es ist immer zu jeder Zeit sehr gut ablesbar gewesen. Und wenn wir auch schon bei dem Thema Display sind, können wir auch ganz kurz zu den Display-Designs gehen. Wie wir es von Apple gewohnt sind, haben wir hier wieder vorgefertigte Displays von Apple. Es gibt leider immer noch keine Schnittstelle, dass hier Drittanbieter irgendwelche Displays anbieten können und diese zur Verfügung stellen können.
Es gibt zwar hier App-Lösungen, um das Ganze hier zu machen, habe ich jetzt selber aber noch nie getestet. Ich habe jetzt hier mal die Apple-eigenen Displays genutzt. Mit der Apple Watch Ultra ist hier auch ein eigenes Display hinzugekommen, das sogenannte Wegweiser-Display. Das beinhaltet auch direkt den Kompass, das heißt, ihr habt hier direkt den Kompass in der Oberfläche und ihr könnt dann auch zum Beispiel das Backtracking hier direkt auslösen oder das Ganze so für euch individuell gestalten, wie ihr das möchtet. Ebenfalls hat das Display dann auch einen Nachtmodus, das heißt also, wenn ihr an der Krone dreht, dann wird das Ganze rot und ihr habt das entsprechend hier für die Nacht optimal. Eigentlich muss man ja gar nicht groß darauf eingehen, dass natürlich die Apple Watch Ultra hier eine perfekte Smartwatch für das iPhone ist. Es ergänzt das iPhone hier wirklich um vielen Bereichen. Viele Apps, die ihr auf dem iPhone habt, sind hier dann auch entsprechend auf der Apple Watch. Ihr könnt hier auf der Apple Watch diverse Apps bedienen. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier die Kamera direkt zu steuern. Oder ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier direkt Navigation über Apple Maps auszulösen, beziehungsweise was zu suchen. Oder natürlich dann auch euch das Wetter anzeigen zu lassen, etc. Also hier gibt es dann wirklich eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Der App Store ist auch eindeutig die Stärke der Apple Watch Ultra, weil einfach hier das Angebot wirklich groß ist. Es gibt ja auch viele Dinge im Sportbereich, da komme ich gleich auch noch im Video darauf hinzu, die einfach hier die Uhr doch weiter abrunden oder ergänzen, beziehungsweise hier doch ja vielleicht eher zu einer Ultra-Uhr machen, als sie jetzt hier im Auslieferungszustand ist. Dann kommen wir auch schon zum ersten großen Punkt oder Änderung oder Verbesserung, die mit der Apple Watch Ultra hereingeht, und zwar das ist die Akkulaufzeit. Die Apple Watch Ultra schafft jetzt hier im normalen Zustand, das heißt also Blutsauerstoff eingeschaltet, 24/7 Herzfrequenzmessung an, Smart Notification eingeschaltet, also wirklich alles, was geht, komme ich hier auf fast knapp 3 Tage Laufzeit, was die Apple Watch Ultra im Smartwatch-Modus angeht. Und das ist ja wirklich schon eine sehr lange Laufzeit. Ich persönlich hatte jetzt vorher die Apple Watch Series 6 gehabt, also die 6. Version, und hatte die eigentlich jeden Abend hier am Ladegerät. Das hatte ich jetzt hier mit der Ultra definitiv nicht. Auch bei Aktivitäten müsst ihr euch eigentlich jetzt auch keine Sorgen mehr machen, dass ihr jetzt hier Probleme habt, dass der Akku jetzt hier nicht mehr aushält. Wir kommen hier bei einer Nutzung der normalen Apple Watch Apps auf eine Laufzeit mit LTE auf etwa 12 Stunden beim Workout. Mit LTE ist das Ganze auf 10,5 Stunden Laufzeit, und wenn das Ganze mit LTE und Musikstream nutzt, da ist natürlich dann der Akkufresser gegeben, da kommt er auf knapp 5 Stunden Laufzeit. Wenn ihr dann noch so Apps nutzt, wie zum Beispiel Workoutdoors, wo dann entsprechend auch hier ja das Display ausgeblendet wird, da kommt ihr dann ohne LTE-Version auf etwa 14 Stunden Laufzeit und mit LTE auf etwa 12,5 Stunden Laufzeit. Neben dem klassischen Energiesparmodus, den wir schon lange bei der Apple Watch haben, haben wir jetzt auch einen Energiesparmodus für die Aktivitäten. Diese wurden dann mit einem entsprechenden Patch eingeführt. Hier könnt ihr das Ganze so aktivieren, dass das während der Aktivität dann ausgeführt wird. Das führt dazu, dass natürlich dann hier ein schlechteres GPS-Bild stattfindet. Das heißt also, es gibt nicht mehr den L1, L5 GPS-Standard, sondern nur noch den L1, einen schlechteren Standard. Das heißt also, das GPS-Bild wird insgesamt schlechter, aber auch die Herzfrequenzmessung wird dann hier in einem längeren Abstand gemessen. Ich persönlich habe das Ganze jetzt aber nicht genutzt, da ich die Akkulaufzeit für die normalen Workouts doch wirklich ausreichend fand. Und hier sieht man einfach, dass eine Tagestour jetzt auch kein Problem mehr ist. Auch wenn ihr zum Beispiel ein Triathlon macht, soll das Ganze hier ohne Probleme laufen, weil das Ganze wird ebenfalls hier unterstützt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Apple Watch Ultra gegenüber den anderen Apple Watch Uhren, das ist der sogenannte Action-Button. Ihr habt, je nachdem wie ihr die Uhr tragt, links oder rechts, dann einen neuen Button oder einen neuen Knopf. Den könnt ihr für Apple-Verhältnisse doch wirklich sehr frei programmieren. Ihr habt einmal die Möglichkeit, hier Kurzbefehle draufzulegen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt auf die Taste drücken, dann soll Spotify aufgehen. Da könnt ihr das entsprechend verwenden. Oder es gibt auch dann die Option, hier eine Taschenlampe zu starten, beziehungsweise dann hier auch dann ja die Stoppuhr auszuführen. Ebenfalls mit dem Action-Button auch möglich, dann eine Sportart direkt zu starten. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier auf den Knopf drückt, kommt ihr direkt in die App hinein. Und wenn ihr das Ganze dann noch mit einem präzisen Start anlegt, weil ihr könnt jetzt mit der Apple Watch Ultra auch präzise Start durchführen. Das heißt also, das Workout zählt nicht mehr von 3, 2, 1 runter, sondern ihr könnt dann selber sagen, okay, wenn ich auf den Knopf drücke, soll es entsprechend starten, und dann legt das Ganze los. Das ist hier mit dem Action-Button ebenfalls möglich. Eine Sache hat mich bei dem Action-Button aber so ein bisschen gestört. Man kann den nämlich auch nicht sperren. Wenn ich die Uhr dann an- und ausgezogen habe, bin ich oft mal auf den Knopf gekommen und habe hier dann entsprechend das ausgelöst, was ich gerade hinterlegt hatte. Es ist jetzt nichts Wildes, will es an dieser Stelle nur erwähnen, dass das manchmal hier zu ungewollten Auslösungen gekommen ist. Zum Thema Action-Button und wie man das Ganze zum Beispiel in den Kurzbefehlen einrichtet oder auch weitere Tipps und Tricks, da habe ich mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da erkläre ich auch, wie ihr dann entsprechend die Kurzbefehle hier auf den Action-Button bekommt. Für mich persönlich auch ein wichtiger Punkt ist auch das Thema Sicherheit, und die Apple Watch Ultra bietet hier ganz neu auch die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen. Das heißt, ihr könnt das Ganze aktivieren und dann kommt hier nach und nach ein steigender Ton, der dann sehr, sehr laut wird.
Unterstützt wird das Ganze mit den 2 Lautsprechern, die hier in der Apple Watch Ultra verbaut sind. Das sind also mehr Lautsprecher als normal. Und hier könnt ihr dann entsprechend auf euch aufmerksam machen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert ist. Ebenfalls könnt ihr auch einen Notruf manuell auslösen oder auch eine Sturzerkennung einschalten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, die Sturzerkennung nur bei den Aktivitäten einzuschalten oder wenn ihr krankheitsbedingt das Ganze benötigt, könnt ihr es auch dauerhaft einstellen und sobald euch was passiert, wird dann entsprechend hier auch der Notruf kontaktiert. Bei den Notrufen könnt ihr dann auch über Apple Health entsprechende Kontakte hinterlegen. Das heißt also dann zum Beispiel eure Frau, Kinder, je nachdem, wen ihr da habt. Und dann werden die entsprechend ebenfalls kontaktiert. Was wir dann ebenfalls noch haben, ist dann auch eine Unfallerkennung, zum Beispiel beim Autofahren. Das heißt, wenn da was passiert, wird ebenfalls hier der Notruf ausgelöst. Ein weiteres Feature, was hier oft unterschätzt wird, aber was gar nicht so unwichtig ist, das ist das Notfallpass. Den haben wir aber auch in anderen Apple Watch Versionen bzw. Uhren dabei. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Blutgruppe hinterlegen oder auch die Medikamente, die ihr nutzt. Gerade wenn irgendwas passiert ist und ihr jetzt ja nicht ansprechbar seid, kann hier entsprechend der Arzt schauen, was ist, weil der Notfallpass wird auch direkt angezeigt, wenn hier der Notruf rausgegangen ist. Was ich leider so ein bisschen vermisse, wie ich es zum Beispiel von Garmin kenne, ist ein sogenanntes Live-Track. Das heißt, wenn ihr jetzt laufen geht, dann sieht die Person einfach, wo ihr unterwegs seid. Oder wenn ihr euch navigieren lasst, dann kann die Person auch sehen, wohin ihr euch navigieren lasst. Es gibt zwar hier die Wo-ist-Funktion, ist auch eine Option natürlich. Beim Live-Track bekommt ihr halt natürlich dann auch mal einen Verlauf, wo ihr dann schon überall gelaufen seid, falls mal irgendwas passiert, um das Ganze nachvollziehen zu können. Wir haben hier zwar eine Smartwatch hier liegen, aber Apple wirbt ja doch immer mehr hier mit Sportaktivitäten und auch mit Sportfeatures. So haben wir hier wirklich eine Hülle und Fülle an Sportaktivitäten. Natürlich die klassischen Sachen wie Laufen, Outdoor, Indoor, aber auch Radfahren, Indoor, Outdoor ist dabei. Mittlerweile wird auch dann Triathlon unterstützt, das ist ebenfalls enthalten. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier einiges durchzuführen. Aber wie angesprochen, Apple hat ja schon einiges getan. Wenn ich mich zum Beispiel hier auf das Laufen fokussiere, ihr habt dann nun auch die Möglichkeit, Datenfelder einzustellen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Das ist an sich nichts Neues. Hinzugekommen ist jetzt aber auch, dass ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, euch die vertikale Bewegung anzeigen zu lassen. Das heißt also, dass die Bewegung rauf und runter, beziehungsweise auch zum Beispiel die Bodenkontaktzeit. Das sind Laufeffizienzwerte, die jetzt neu mit der Apple Watch Ultra oder beziehungsweise mit dem neuen Apple Watch OS dazugekommen sind. Die bekommen dann entsprechend hier live angezeigt. Diese Werte sind dann auch sehr hilfreich, um hier entsprechend eure Laufeffizienz zu verbessern bzw. hier eine Auswertung durchzuführen. Ebenfalls, was eingeführt worden ist, ist dann auch eine farbliche Abstimmung der Herzfrequenzzonen. Ihr bekommt dann auch angezeigt, in welcher Zone ihr gerade trainiert und könnt das einfach besser abschätzen als nur mit der Herzfrequenz alleine. Ebenfalls hinzugekommen ist dann auch die Wattmessung am Handgelenk. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier eigene Trainings auch nach Watt anzulegen. Das heißt also, ihr lauft dann einfach nach Leistung und nicht nach Pace. Das ist gerade für euch interessant, wenn ihr hier im hügeligen Gebiet unterwegs seid. Da könnt ihr das entsprechend auch nutzen und ist von Haus aus dabei. Wenn ihr euer Workout durchgeführt habt, wird auch instant oder quasi direkt hier alles auf die Fitness-App synchronisiert. Das funktioniert auch wirklich ganz schnell, ohne Probleme. Und da bekommt ihr auch schon direkt die Details angezeigt, wie zum Beispiel dann die GPS-Strecke, die ihr gelaufen seid, aber auch natürlich dann eure Laufeffizienzwerte, eure Herzfrequenz, habt ihr hier entsprechend hier den Daten da. Leider bietet hier Apple immer noch nicht eine detaillierte Auswertung bzw. mehr für den Sport. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, dass man ein bisschen tiefer hineingeht, wie zum Beispiel das Thema Trainingsload. Das heißt also, bin ich übertrainiert oder bin ich untertrainiert oder trainiere ich im richtigen Bereich? Oder auch das Thema Erholungszeit ist hier gar nicht dabei. Es wird hier nicht angezeigt, wie lange ihr euch erholen sollt, aber auch zum Beispiel tägliche Trainingsvorschläge sind ebenfalls nicht vorhanden. Um das Ganze hier sinnvoll zu erweitern, den Bereich, wenn man das nutzen möchte, muss man hier auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen, wie zum Beispiel die App Athletic oder auch Health Fit unterstützt das Ganze, aber auch natürlich ist hier möglich, das Ganze über Training Peaks zu machen. Letzteres ist dann auch die Option, dass wenn ihr zum Beispiel einen Trainer habt, hier die Trainingsdaten bzw. die Trainingseinheiten synchronisiert werden können und hier über die Apple Watch trainiert werden kann. Der Pferdefuß bei diesen 3 Apps ist aber so, dass das Ganze hier nicht ganz kostenlos ist. Sowohl Athletic als auch Training Peaks haben hier ein Abo-Modell. Bei Training Peaks ist es um die 20 Euro im Monat, je nachdem, was gerade im Angebot ist. Und bei Athletic ist es so 3 Euro im Monat bzw. 30 Euro im Jahr. Lediglich Health Fit hat die Option, dass ihr es dann auch kaufen könnt. Was sind aber die Vorteile der Apps? Die geben euch dann entsprechend die Training Loads wieder, beziehungsweise auch Trainingsvorschläge, also Athletic zum Beispiel hat Trainingsvorschläge und nochmal eine genaue, detaillierte Übersicht, wie ihr gerade im Trainingsbereich seid, beziehungsweise im Training. Ich habe zum Beispiel auch die App Athletic mal genauer vorgestellt, das verlinke ich dir auch mal oben im Video, da kannst du nochmal genauer sehen, was die App hier alles kann. Die Apple Watch Ultra ist aber auch eine sehr gute Fitnessuhr. Natürlich haben hier einen Schrittzähler verbaut, als auch einen Etagenzähler. Und es gibt natürlich wieder die klassischen Apple-Ringe, die man schließen will. Ich bin jetzt echt kein Zocker an der Konsole, am PC, der jetzt hier alle Achievements erreichen muss oder das Ganze voll haben muss. Diese Apple Watch Ringe aber, die
animieren mich jedes Mal wieder diese zu schließen zu wollen und dann stehe ich doch nochmal auf und bewege mich ein bisschen. Und das ist auch tatsächlich der Sinn der Ringe und ich denke mal, das ist auch bei vielen so, dass sie hier einen Ehrgeiz haben, entsprechende Ringe zu schließen und sich entsprechend zu bewegen. Eine weitere Option, auch die Ringe zu schließen, ist zum Beispiel auch die App Apple Fitness Plus. Die kostet etwa 10 Euro im Monat und hier bekommt ihr auch geleitete Workouts. Das heißt, ihr bekommt hier ja sowohl Krafttraining als auch Pilates als auch Yoga oder auch Ausgleichstraining, also Core-Training angeboten. Das Ganze wird dann in Videos vorgestellt, ihr könnt da mitmachen und werdet hier animiert, das Ganze hier durchzuführen. Das ist immer sehr kurzlebig, das Ganze geht von 10 Minuten bis 20 Minuten, auch bis zu einer halben Stunde und so habt ihr entsprechend hier auch noch eine kleine Motivation hier euch ja, sportlich zu aktivieren. Ein wichtiger Punkt fürs Training ist natürlich auch das Schlafen und natürlich hat die Apple Watch Ultra hier auch die Option des Schlaftrackings, was ihr nutzen könnt. Apple hat hier an dieser Stelle auch ja ein bisschen was weiterentwickelt. Wir bekommen jetzt mittlerweile dann auch angezeigt, wie eure Tiefschlafphasen sind, beziehungsweise dann eure REM-Phasen oder auch die Wachphasen bekommt ihr angezeigt und habt das Ganze hier in Apple Health aufgearbeitet. Die Aufwachphasen bzw. Schlafphasen werden noch relativ gut erkannt. Es gibt hier immer so eine Abweichung von so 2-3 Minuten, aber dennoch passt das Ganze hier ganz gut überein. Was an dieser Stelle aber leider nicht erkannt wird, ist zum Beispiel der Mittagsschlaf. Auch die Aufarbeitung finde ich hier mit Apple Health jetzt nicht so ganz so hilfreich. Besser aufgearbeitet finde ich das Ganze hier zum Beispiel bei der App Autosleep, die übrigens dann hier den Mittagsschlaf erkennt. Da bekommt ihr nochmal eine genaue Übersicht, wie gut eure Nacht erholsam war, beziehungsweise wie die Herzfrequenzvariabilität war und ob ihr euch entsprechend insgesamt sehr gut erholt habt oder auch nicht. Dann kommen wir auch schon zum Thema Navigation. Das ist hier auf meinem Kanal immer so ein kleiner Schwerpunkt. Die Apple Watch Ultra hat hier einmal die Möglichkeit, euch hier über das Backtrack navigieren zu lassen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel diese Kompass-App nutzt und ihr jetzt unterwegs seid, dann könnt ihr eure Schritte wieder zurückverfolgen bzw. euch hier entsprechend zurücknavigieren lassen. Wenn ihr das Ganze möchtet, bekommt es hier als Strichnavigation in der App angezeigt. Eine weitere Möglichkeit ist dann natürlich, sich auch über Apple Maps navigieren zu lassen. Das heißt also, wenn ihr jetzt in der Stadt unterwegs seid und ihr möchtet zu einem gewissen Standort oder zu einer Straße, könnt ihr die Straße eingeben oder auch zum Beispiel das Geschäft, wo ihr hin wollt und könnt euch dann hier über die Uhr hin navigieren lassen. Was leider an dieser Stelle nicht geht, ist zum Beispiel eine Navigation innerhalb eines Workouts. Das heißt, wenn ihr jetzt wandern seid oder auch jetzt laufen seid und wollt euch jetzt navigieren lassen, weil ihr das Gebiet nicht kennt, das ist hier in der normalen Version bzw. Auslieferungszustand nicht möglich. Was ihr aber nutzen könnt, ist zum Beispiel die App Work Outdoors. Da könnt ihr zum Beispiel hier eine Strecke auf die Uhr übertragen, die ihr zum Beispiel bei Komoot geplant habt oder beim anderen Anbieter und euch entsprechend hier navigieren lassen bzw. hier zum Ziel führen. Die App bietet aber über die Navigation hinaus noch weitere Funktionen. So könnt ihr zum Beispiel dann auch ein Fahrradleistungsmesser anschließen oder auch ein Indoor-Leistungsmesser vom Rad. Das ist hier im Normalzustand der Apple Watch Ultra nämlich ebenfalls nicht möglich. Wenn dich noch mehr zum Thema Work Outdoors bzw. Navigation interessiert, da habe ich das Ganze mal in einem Video vorgestellt, das verlinke ich dir auch mal oben. Da zeige ich im Detail, wie das Ganze einrichtet und wie das Ganze hier im Live-Betrieb aussieht. Wenn wir dann schon beim Thema Workout bzw. Navigation sind, ist natürlich dann auch das GPS-Bild interessant. Die Apple Watch Ultra unterstützt das L1 bzw. L5 GPS. Das letztere ist so eine Art Multiband-GPS. Unterstützt werden hier die Satelliten GPS, GLONASS, Galileo, der chinesische und der japanische Standard. Wenn man sich dann mal die GPS-Bilder mal genauer anschaut, sieht man auch zum Beispiel hier, ich war jetzt in Frankfurt beim Marathon, bin hier zwischen den Hochhäusern gelaufen und habe hier wirklich ein sehr gutes GPS-Bild bekommen, beziehungsweise die Straßenzüge wurden hier wirklich sehr gut abgebildet. Oder wenn ihr jetzt im Wald unterwegs seid oder im Gebirge, beziehungsweise auf der Talbahn, habt ihr hier auch optimale GPS-Bilder. Insgesamt muss man aber sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Verbesserung gegenüber der Apple Watch, zum Beispiel bei mir jetzt die Series 6, da habe ich solche Bilder auf jeden Fall nicht hinbekommen. Wie eingangs erwähnt, haben wir auch hier ein 24/7 Herzfrequenzmesser dabei. Der ganze Herzfrequenzmesser basiert hier auf eine optische Messung. Das heißt also, wird direkt hier am Handgelenk gemessen. Da ist aber so, wenn hier zum Beispiel Tattoos sind, müsst ihr dann mal darauf achten. Da kann es sein, dass es hier zu Messfehlern bzw. Messproblemen kommt. Insgesamt muss ich aber sagen, der optische Herzfrequenzmesser ist wirklich einer der besten, den es auf dem Markt gibt. Sowohl jetzt hier beim ruhigen Laufen als auch bei Intervallen wird das Ganze wirklich sehr gut erkannt. Hin und wieder kam es schon mal vor, dass es hier zu 1, 2, 3 Schlägen Abweichung kam. Aber es ist alles noch in, ich sag mal, Toleranzrahmen. Dafür, dass man hier kein Brustgurt trägt, ist das wirklich sehr akzeptabel. Dann möchte ich aber mal zu meinem persönlichen Fazit der Apple Watch Ultra kommen. Die Apple Watch Ultra ist für mich die beste Apple Watch, die jemals erschienen ist. Sei es von der Verarbeitung, aber auch von der Funktion. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, hier nach Leistungsmessungen zu laufen. Wir bekommen jetzt Laufeffizienzwerte angezeigt. Insgesamt können wir jetzt auch eigene Workouts erstellen. Ebenfalls ist hier die Akkulaufzeit auch deutlich verbessert worden, so dass ihr hier ohne Probleme hier wirklich einen ganzen Tag einen Workout durchführen könnt, beziehungsweise auch nicht gleich
am ersten Tag wieder hier die Uhr entsprechend laden müsst, weil ihr jetzt die Uhr einfach mal einen Tag getragen habt. Wir bekommen auch sehr, sehr lange Updates für die Uhr. Das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, dass hier eine lange Update-Politik herrscht. Wenn wir uns aber mal den Preis von knapp 1000 Euro betrachten, da vermisse ich dann doch schon einige Sachen. Zum Beispiel wäre es hier die Navigation während des Workouts. Das heißt also, dass ich jetzt hier, wenn ich rausgehe, jetzt nicht eine Drittanbieter-App nutzen muss, um hier entsprechend hier im Wald laufen zu gehen, sondern dass ich das direkt hier implementiert habe. Ebenfalls vermisse ich auch, wenn Apple jetzt hier schon einen Schritt in Richtung Sport geht, mit Leistungsmessungen, Laufeffizienzwerte, dass zum Beispiel Sachen wie Trainingsload oder auch Ruhezeiten hier mehr implementiert werden bzw. mehr in den Fokus kommen. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die ich jetzt hier zum Beispiel bei einer Apex 2 ja von Haus aus dabei habe und hier nicht noch extra dazu kaufen muss. Das ist dann auch der Punkt, wo ich dann sagen muss, ich zahle hier 1000 Euro für die Uhr und muss dennoch hier teure Apps dazu buchen, beziehungsweise hier ein Abo-Modell eingehen, damit ich hier die Uhr dann wirklich zu einer vollumfänglichen Sportuhr machen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was die Apple Watch Ultra angeht. Ich werde die Uhr jetzt weiterhin tragen. Ich habe immer noch sehr viel Freude mit der Uhr und ich hoffe, die Freude wird auch weiter so bestehen bleiben. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Apple Watch interessiert, ich habe hier oben meine Playlist, da kannst du mal reinschauen, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch nochmal Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du auch nochmal reinschauen, was sonst auf dem Kanal also stattfindet. Natürlich würde ich mich auch freuen, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.